Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir besuchen wieder mal Breslau, dort die Jahrhunderthalle. Wir besuchen unser Lieblingsrestaurant, bummeln im jüdischen Viertel und genießen die Altstadt von Breslau im herbstlichen Sonnenlicht. Dann geht's noch ins Nationale Musikforum. Ja, zur Jahrhunderthalle kommt ihr vom Campingplatz am Olympiastadion ganz einfach, indem ihr, wenn ihr ein Fahrrad bei habt, hier durch so eine parkähnliche Anlage fahrt. Es sind circa 7 Minuten bis zur Jahrhunderthalle. Vor der Jahrhunderthalle befindet sich ein Springbrunnen und den könnt ihr entweder durch so eine Kolonnade umrunden oder auch außerhalb direkt am Springbrunnen lang. Da sind Bänke vorhanden, da könnt ihr euch schön hinsetzen und das Treiben genießen. Ja, weil wir die Stadt so mögen, Breslau, sind wir dies Jahr zum 3. Mal hier. Jo, wir können nicht anders. Genau. Und die Jahrhunderthalle, die wollten wir euch doch auch mal richtig zeigen. Und deswegen stehen wir heute auch hier zur falschen Zeit und zum falschen Licht. Aber egal, wir haben schon mal ein Bild. Genau. Und vielleicht probieren wir es morgen früh noch mal, wenn die Sonne scheinen sollte. Ach ja, und was ganz wichtig ist, jede Stunde, klar, der Springbrunnen läuft immer, aber jede Stunde findet dann ein kleines Programm mit unterschiedlicher Musik, mit Klassik, mit Pop und mit entsprechenden, ja, wie soll man sagen, Sprühnebeln oder Fontänen statt. Und die ganze Halle, um jetzt mal darauf wieder zurückzukommen, ist 1913 gebaut worden. Also ein wirkliches Baudenkmal erster Güte. Und sie war einmal die größte Halle der Welt, aber lang ist her. Und ist aus Stahlbeton. Aus Stahlbeton. Und Stahlbeton hatten wir euch ja schon mal gezeigt in einem anderen Video von Breslau von uns, dass die alte Markthalle genau aus dem gleichen Material gebaut wurde. Ja, glaube ich auch. Und seit 2006 ist die Jahrhunderthalle UNESCO-Welterbe. Danach fahren wir mit der Straßenbahn nach Breslau rein. Wir nennen diesen Platz immer liebevoll den Blumenmarkt, weil es da so viel Blumenstände gibt. Danach gehen wir dann zum Rathausplatz. Und in unser Lieblingsrestaurant. Ja. Das muss einfach sein. Man kann dort schön sitzen, wenn es warm genug ist, oben. Genau. Und leckeres Essen genießen, wie hier zum Beispiel diese vegetarischen Nudeln mit Käse und hier, ich glaube, es war Entenbrust. Und wenn ihr durch die Stadt schlendert, nicht nur nach unten oder rechts und links schauen, sondern einfach auch mal nach oben. Dann seht ihr zum Beispiel Stuck. Oder diese Figuren. Hier sind wir bei den Fleischbänken in dieser Gasse, die wir doch zufälligerweise mal leer erlebt haben, weil wir ziemlich spät dran waren. Genau. Da gibt es viele Kunsthändler und da war früher die Fleischerszunft. Die hatte da ihren Sitz. Ja, andere Orte haben Schirme auf der Straße hängen. Hier gibt's Kugeln. Wunderbare Kontraste, Neubauten und Altbauten Breslaus. Ja, und tolle Spiegelungen. Und ihr werdet lachen, wir haben wieder neue Zwerge entdeckt, aber die zeigen wir euch jetzt nicht alle, nur vielleicht 3 Stück. Im jüdischen Viertel gehen wir bummeln und ja, da kannten wir auch noch ein Café von unserem letzten Aufenthalt. Und da wir ja diesmal wirklich viel weniger gefilmt haben, konnten wir das alles noch mehr genießen. Ja, das stimmt. Das war doch eine Zitronentorte. Ja. Ja. Oh ja, da kam es schon ziemlich schwarz und wir machen uns dann doch langsam auf den Rückweg. Da kommt unsere Straßenbahn, die 12. Und es geht wieder zum Stadion Olympijski.
wo der Stellplatz liegt. Genau. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Verbindung mit der Straßenbahn. Und wenn ihr unsere anderen Videos noch nicht gesehen habt, dann werdet ihr noch nicht wissen, dass zum Beispiel Rentner kostenlos diese ganzen Verkehrsmittel in Breslau benutzen dürfen. Ab 65 Jahren, richtig. So, und dieses Quietschen, was ihr jetzt hört, wenn ihr das hört, dann wisst ihr, jetzt müsst ihr an der nächsten Haltestelle aussteigen. Und von der Haltestelle aus sind es wirklich nur noch 100 Meter bis zum Stellplatz. Genau, also es ist eine Traumverbindung. Ja. Also es gibt, glaube ich, 3 Straßenbahnen, die euch dann in die Stadt fahren. Und das steht aber dann an der Rezeption, also wo ihr euch auch anmelden müsst auf dem Stellplatz. Da steht es nochmal dran, welche Verbindung ihr benutzen könnt. Am nächsten Tag geht es nochmal bei besserem Wetter in die Altstadt. Ja, und wie gesagt, wir können es nur wiederholen. Schaut auch mal nach oben. Es sind immer traumhafte Spiegelungen. Es sind tolle Gebäude, also Fassaden. ja, oder Fassaden, genau. Es gibt überall was zu gucken. Ja. Ach, und das ist Papst Johannes Paul II. Der war uns damals gar nicht aufgefallen, dass der in der Scheibe eingearbeitet wurde. Und das ist die Elisabethkirche. Ihr müsst denken, wir gehen nur essen, aber auch hier in der Altstadt war Kuchen angesagt in einem niedlichen kleinen Café. Ja, gleich an der Universität. Genau, mit dem Fechterbrunnen Genau. und fantastischer Herbstsonne. Ah, traumhaft. Und die beiden Stühle haben wir nicht so hingestellt, die standen wirklich so da. Und wenn ihr da hinten die beiden jungen Frauen seht, die hatten die Stühle so hingestellt. Und wir fanden das so faszinierend. Ja. Hier wieder eine traumhafte Spiegelung. Alte und neue Architektur Breslaus und da mussten wir noch mal hin zum Nationalen Musikforum. Da steht auch eine Zwergenkapelle vor. Ja, aber die spielt nur draußen. Genau. Faszinierende Architektur. Tolle Spiegelung. Bei unserem vorigen Besuch war eine Veranstaltung, deswegen konnten wir nicht rein. Ja, und diesmal waren wir ziemlich spät dran und hatten nur noch wirklich ein paar Minuten, um noch mal kurz reinzugehen und ein paar Aufnahmen zu machen. Eindrucksvolle Architektur. Ja, und hier sieht man ja eigentlich auch schon Klavier, ne? Die Ja. weißen Tasten und die schwarzen. Da sind überall die Farben aufgenommen. Ja, Ne? Wahnsinn. Ja. Also architektonisch der Hammer einfach. Ja. Aber ich fand es sowieso toll, dass sie uns wirklich noch die paar Minuten reingelassen hatten. Und Genau. Und dann der große Saal. Auch hier sieht man die ganzen Farben, die kommen auch in Musikinstrumenten vor. Genau, Draußen viel Glas. genau. Ach, man kann sie eigentlich gar nicht satt sehen. Und satt filmen und weiß ich und fotografieren. Türen wurden geschlossen, es war 18 Uhr. Das ist einer der Eingänge zum Parkhaus, zum Unterirdischen. Ja, Wahnsinn. Und das ist Orpheus, eine Skulptur,
Die steht vor dem Theatermuseum direkt gegenüber vom Musikforum. Mhm. Ja, dann geht's für uns so langsam wieder zurück. Genau. Hier nochmal der Eingang von unserem Stellplatz. Ja, viel Neues können wir euch da nicht zeigen, deshalb nur ganz kurz. Da war das Sanitärgebäude eben. Und hier, das ist ganz neu. Hier könnt ihr euer Schwarzwasser abgießen. Und die Hähne sind neu. Und hier natürlich das Grauwasser. Ja, und da sind wir dann abends nochmal zur Jahrhunderthalle gefahren, um dieses Schauspiel anzuschauen. Passende Musik, passende Farben, einfach der Hammer. Viel Spaß beim Zuschauen. Tolle Wasserchoreografie. Mhm. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young, oh, we were young.
years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life.